Moin, Ladies and Gentlemen. Ich darf euch wieder recht herzlich zu einem kleinen Technikvideo begrüßen. Und wir schauen uns heute nochmal zusammen die G&G SGR 556 an, beziehungsweise das G&G G3 Split Gearbox System. Habt ihr im Review vielleicht mitbekommen, mein Gearset, mein Original Gearset von G&G, es Spur Gear, leider mega eirig oder ja, ziemlich stark geeiert, Klangbild nicht sonderlich gut gewesen. Hat mich persönlich jetzt nicht sonderlich gestört, denn für mich war im Vorhinein schon klar, gut, da kommt ein 13.1er Gearset rein. Jetzt gleichzeitig muss ich euch aber sagen, durch den Tausch des Gearsets sind mir noch weitere Punkte aufgefallen, die man vielleicht ein kleines bisschen beachten muss. Gerade Federspannung von der Tappet Blade zum Beispiel, Nozzellänge, Kompatibilität zu anderen Buckings und vor allem auch Zyklengeschwindigkeit des neuen G&G EFCS bzw. der neuen G&G ETU. Denn auch hier kann es, wenn man es übertreibt vom Zyklus, leider Probleme geben. Also Leute, schauen wir uns das Thema nochmal im Detail an und ich wünsche euch wie immer viel Spaß. Also Leute, gehen wir es ganz gemütlich an. Fangen wir bei der Lower Gearbox an und da wurde natürlich nicht viel gemacht. Nur eben die Lagerung wurde etwas optimiert, habe ich euch im Review angesprochen. Es sind standardmäßig an jedem Gear 8 mm Kugellager verbaut. Und das ist für 1,4 bis 1,5 Joule ist es vollkommen in Ordnung. Wenn man jetzt aber doch mal hochgeht auf 1,8, 1,9, dann vertraue ich Kugellagern gerade am Sektorgear eher weniger. Bedeutet hier wieder eine typische, sehr haltbare und laufruhige Hybridkombination gewählt. Könnt ihr hier jetzt einmal sehen. Bedeutet die Kugellager durch Gleitlager ersetzt am Sektorgear, jeweils einmal im oberen Bereich, sowie auch im unteren Bereich. Bedeutet auch hier Startlaufbuchse einmal drin. Dann beim Spur Gear natürlich im unteren Bereich, bedeutet hier, wo der Zahnkranz läuft, wo die Last übertragen wird. Auch hier eine Startlaufbuchse verbaut und im oberen Bereich dann wieder 8 mm Kugellager letztendlich drin gelassen. Am Bevel Gear letztendlich genau andersrum, bedeutet hier im unteren Bereich Kugellager drin, 8 mm und im oberen Bereich, wo letztendlich dann das Kegelrad dagegen gedrückt wird über den Winkel, hier dann letztendlich ebenfalls eine Starrlaufbuchse gewählt. Und das ist einfach so so eine moderne Hybridkombination aus Laufruhe und Haltbarkeit. Denn wie gesagt, bei 1,9 Joule komplett auf Kugellager, weiß nicht, ist ein bisschen ärgerlich, wenn man da eine Knifte hat und nach 20.000, 30.000 Schuss mitten im Event oder mitten im Spiel geht dann irgendein Lager kaputt. Dementsprechend auf Nummer sicher gehen und eben hier eine Kombination aus Starrlaufbuchsen und Kugellager gewählt. So, und dann habt ihr es gerade schon im inneren Bereich gesehen. Die Gears wurden natürlich getauscht, wie im Review angesprochen. Leider mein Spur Gear, das Originale, ja eigentlich unbrauchbar, denn es eiert relativ stark und dadurch hat das Modell doch ein kleines bisschen Kreischen drauf. Und sowas hasse ich einfach. Dementsprechend müssen die Gears raus und auch hier bietet sich's wie auch die letzten Male auch selbstverständlich an, auf eine etwas schnellere Kombination bzw. auf eine schnellere Untersetzung zu wechseln. So, und hier müsst ihr jetzt auch wieder ein bisschen aufpassen. Ich habe im Review gesagt, das Modell oder die Lower Gearbox ist zu handelsüblichen Gearsets kompatibel. Und das ist nicht immer der Fall. Bedeutet, wie bei anderen G&G Modellen, bedeutet G2 Gearbox und G2H Gearbox, müsst ihr auch hier bei der SGR 556 auf die Höhe des Spur Gears achten. Bedeutet, wenn ihr jetzt hier mal hergeht und das originale Spur Gear ohne Shims mal ausmesst bis zur Höhe von der Welle, haben wir hier 12,26 mm. So, und hier müsst ihr eben aufpassen, denn die meisten Standard-Gears sind hier deutlich höher. Bedeutet, ihr bekommt nicht ohne weiteres jetzt jedes x-beliebige Gearset hier rein. Bedeutet, das Spur Gear wird euch auch ohne Shim-Scheiben umgehend einmal klemmen.
So, und dann habt ihr es eben gerade schon gesehen. Ich verwende hier wieder dieses Silverline Gearset von Begadi mit 13:1 und einem vollen 16 Zahn Sektor Gear. Bedeutet, die Untersetzung geändert von Standard 18:1 auf 13:1. So, und auch hier sieht man es jetzt sehr schön, denn auch das Silverline Gearset ist jetzt bereits schon im Vergleich zu Standard Gears deutlich kleiner oder deutlich schlanker von der Wellenhöhe her oder von der Achse. Aber dennoch liegen wir hier bereits auch beim Silverline minimals höher. Hier sind wir also bei 12,4 mm Höhe. Bedeutet, hier ist es jetzt mit diesem Spurgear könnt ihr das Ganze gerade mal noch mit einer 0,1 mm Shim unterlegen. Bedeutet, ich habe hier unten gerade mal 0,1 mm drauf. Mehr ist nicht möglich. Und eben mit dieser 0,1 mm Shim habt ihr noch genügend Abstand zur Wandung und das gesamte Spurgear läuft euch später dann im eingebauten Zustand letztendlich tadellos. So, jetzt ist mal wieder der Boltcatch weggefallen. So, schauen wir mal hier. Ich presse jetzt einfach mal die Gearbox kurz zusammen. Natürlich später verschraubt, alles nochmal gegenkontrolliert. Aber ihr könnt hier sehen, mit 0,1 läuft es hier wunderbar und es eiert eben nicht im Vergleich zum Original Spurgear. Also das passt wunderbar. So, und wenn wir jetzt gerade schon beim Spurgear sind, müsst ihr ebenfalls die Gesamthöhe der Welle oder der Achse ebenfalls beachten. Denn wenn ihr hier mal herschaut, hier läuft ja auf der Seite dann später das Zahnradsystem für den beidseitigen Feuerwahlhebel. Und hier müsst ihr aufpassen, je nach Spurgear, was ihr verwendet oder je nach Höhe der Achse, müsst ihr aufpassen, dass die Achse hier nicht zu weit rauskommt. Bedeutet, dieses Zahnrad vom Fire Selector darf nicht auf der Achse vom Spurgear aufliegen. Auch das müsst ihr einmal beachten. Und eben nicht nur vom Schützen auf der rechten Seite, sondern ebenfalls vom Schützen aus auf der linken Seite. Bedeutet auch hier nochmal gegenkontrollieren, dass die Welle oder dass die Achse hier nicht aus der Starrlaufbuchse zu weit rauskommt. Nicht, dass dieses Zahnrad hier anfängt auf der Achse zu laufen. Ansonsten wird das euch scheuern. Also hier gerade was das Spurgear angeht, doch einiges zu beachten. Dann kann ich euch anschließend direkt mal mein Shimming durchgeben, aber auch hier wieder, ja, ihr könnt mein Shimming hernehmen als Grundshimming, kontrolliert es aber noch einmal nach. Denn je nachdem, was für Starrlaufbuchsen oder je nachdem, was für Kugellage ihr verwendet, je nachdem, was für eine Toleranz drauf ist, wie stark sie eingepresst sind, kann es hier immer wieder zu plus minus 0,1 mm Abweichung kommen. Also wie gesagt, ich gebe euch mal mein Shimming durch, ihr könnt es probieren, vielleicht passt es ja auf einen Hieb, ansonsten eben nochmal um 0,1 mehr oder weniger anpassen. So, wir fangen erstmal an, wie gesagt, hier am Spurgear unten 0,1 mm, mehr ist hier nicht mehr möglich. Und dann denkt ihr euch, gut, dann muss es ja hier letztendlich am Sektor auch relativ wenig shimmen. Das ist aber nicht der Fall. Bedeutet, ihr müsst jetzt hier wiederum weit genug nach oben, dass später letztendlich euer Nocken tief genug in die Tabbleplate hier oben reingreifen kann. Denn schimmt ihr hier zu tief, dann greift eben oder habt ihr hier zu wenig Fläche, die in die Tabbleplate hier vorne einmal reingreifen kann. Das also auch zu beachten. Dementsprechend liegt auch letztendlich das Sektor Gear minimalst tiefer. So, hier also relativ viel unterschimmt. Auch das gebe ich euch jetzt einfach mal durch. Bedeutet im unteren Bereich 0,8 mm. Und da werdet ihr euch denken, oh 0,8, das ist aber relativ viel. Wenn man sich das Ganze aber dann mal anschaut und einsetzt, dann wird man feststellen, dass hier zwischen Spurgear und dem Sektor Gear eigentlich sehr wenig Luft unten drunter ist. Also hier 0,8 mm unterschimmt und obendrauf Richtung Tabbleplate noch 0,4 mm. So, und auch hier muss ich jetzt mal einen Punkt noch ansprechen. 0,4 mm obendrauf, passt aber auf. Ihr dürft bei diesem Modell im oberen Bereich des Sektor Gears keine großen Shims verwenden.
Bedeutet hier auf den Durchmesser der Schimmscheibe achten. Das sind jetzt ganz normale 6 mm Shims. Verwendet hier bitte keine 7 mm. Denn wenn ihr hier 7 mm Shims verwendet, dann stehen euch die Shims an der Flosse von der Tappet Plate an. Bedeutet, die Tappet Plate läuft letztendlich gegen die Shim. Also hier aufpassen, verwendet also kleine Shims hier im oberen Bereich. Was ihr unten verwendet, ist relativ egal. Nur oben eben aufpassen, vom Durchmesser maximal 6 mm verwenden. So, und dann fehlt uns letztendlich noch das Bevel Gear. Das habe ich natürlich sauber zum Pinion Gear eingeschimmt. Und hier kann ich euch vielleicht auch jetzt schon mal sagen, auch das ist standardmäßig mit dieser Schimmung zum Original Ifrit 25K Motor und dem Pinion Gear kompatibel. Sprechen wir dann später nochmal drüber. Auf jeden Fall im unteren Bereich 0,6 mm, quasi 0,6 mm unten aufs Bevel Gear drauf und im oberen Bereich nicht mehr so viel, das müssten jetzt noch 0,3 sein. Schauen wir mal ganz kurz. Genau, 0,3 mm im oberen Bereich. Also eine 0,2er und eine 0,1er. Ihr könnt natürlich eine 0,3er verwenden letztendlich. So, und dann sitzt das Gearset sauber drin, ist perfekt eingeschimmt, hat noch minimal ein klein wenig Luft zum Laufen und läuft hier oben drin einfach nur tadellos. Bevor wir weitermachen mit dem Timing, lasst uns im Detail über das Thema Motor und vor allem über das Thema Zyklenüberwachung des neuen, der neuen ETU von G&G sprechen mit den optischen Sensoren. Denn hier musste ich leider etwas feststellen, was ich nicht erwartet hätte. So, ihr seht jetzt hier letztendlich 3 Motoren. Der Standard Ifrit 25K, sehr, sehr guter Motor, wird ein kleines bisschen wärmer und auch vom Verbrauch minimal ein bisschen höher. Hier habe ich euch im Review gesagt, passt auf, das Original Pinion Gear von G&G ist nicht ohne weiteres immer zu Standard Bevel Gears kompatibel. So, wenn ihr jetzt auch diese Silverline verwenden würdet, dann funktioniert das aber. Denn auch mit dem Shimming, welches ich euch gerade durchgegeben habe, könnt ihr das Zahnspiel zum Original Pinion wunderbar einstellen. Also da kann man überhaupt nicht meckern. Bedeutet letztendlich für euch wichtig, ihr müsst jetzt nicht weitere 40, 50 Euro investieren, sondern ihr lasst letztendlich den Original Standardmotor, wenn ihr Geld sparen wollt, einfach drin letztendlich. Sehr, sehr guter Motor, schon angesprochen. So, jetzt habe ich mir aber natürlich gedacht oder überlegt, Mensch, wir könnten doch noch ein kleines bisschen optimieren vielleicht, noch einen Zyklus noch ein bisschen flotter bekommen, vielleicht auch den Temperaturaufbau ein bisschen weiter runter bekommen. Nehme ich doch mal diesen neuen Mamba 28K von Begadi. Bedeutet auch hier im Vergleich zum Ifrit einfach noch ein bisschen vom Gehäuse. Seht ihr ein bisschen mehr Oberfläche, kann die Temperatur oder kann die Wärme etwas besser abführen. Ansonsten von der Zyklenzeit und von der Kraft her würde ich fast sagen, das schenkt sich nicht sonderlich viel im Vergleich zum Ifrit. Vielleicht minimal. Das würde jetzt diesen Preis gar nicht rechtfertigen. Dementsprechend, wie gesagt, lasst den Standardmotor drin, wenn ihr euch überlegt, zu einem 28K zu greifen. So, jetzt muss ich aber leider feststellen, das könnt ihr überhaupt nicht. Denn kleines Problem von der ETU oder von dem EFCS-System, wenn das System zu schnell wird, funktioniert die Zyklenüberwachung nicht mehr. Bedeutet, ich bin am Anfang hergegangen, habe das Ganze normal zusammengebaut, Motor rein, hat wunderbar funktioniert vom Klang, aber die ETU, das optische System, hat den Zyklus über die Zähne nicht mehr erkennen können. Bedeutet, es kam die ganze Zeit eine Fehlermeldung. Dann dachte ich mir, wie vielleicht beim Titan, okay, die Gears sind letztendlich so silber beschichtet, vielleicht reflektiert ja irgendwie dieser Sensor. Dann bin ich letztendlich genauso hergegangen wie bei anderen Kniften, zum Beispiel mit dem Titan auch, und habe jetzt einfach die Zähne oben mal, ihr könnt es vielleicht noch ein bisschen erkennen, ein bisschen mit dem Edding einfach schwarz angemalt, damit einfach die Gears oder die Oberfläche nicht reflektiert. Das hat überhaupt nichts gebracht. Bedeutet auch weiterhin, auch obwohl dann alles schwarz war, wurde der Zyklus nicht mehr erkannt. Dann bin ich wiederum hergegangen und habe diesen gleichen Test, anstatt mit einem 11.1er, mit einem 7,4 Volt Akku gemacht. Und siehe da, auf einmal wurde der Zyklus wunderbar gefunden.
Also hier aufpassen, wird das System zu schnell, dann kann es passieren, dass diese neue ETU mit dem optischen Sensoren den Zyklus nicht mehr erkennt und eine Fehlermeldung bringt und dementsprechend überdreht die ganze Zeit. Und auch hier muss man jetzt sagen, ich habe das Ganze dann zwar kombinieren können mit zum Beispiel einer M130 Feder, denn sobald die Last auf das Gearset draufkommt, wird natürlich auch der Zyklus ein kleines bisschen langsamer. Das war mir aber, wie gesagt, erst ab einer M130 oder M140 Feder möglich. Wer will denn sowas spielen? Bedeutet, wenn ihr dann weiter runtergehen wollt mit einer 13.1er Untersetzung mit 11,1 Volt, dann wird die ETU Probleme haben, da das System einfach zu schnell wird. So, dementsprechend lasst den 25 kW Motor drin, der ist ein bisschen langsamer. Oder zum Beispiel ich werde jetzt, da mein Gearset eben sauber eingestellt ist, bereits eigentlich auf dieses Pinion Gear, werde ich jetzt einfach hergehen und werde einen gebrauchten Mamba 19K reinmachen. Denn der hat letztendlich das gleiche Pinion Gear wie dieser 28K auch. Wie gesagt, ist bei mir schon alles jetzt sauber eingestellt und eingeschimmt. Dementsprechend switche ich einfach vom 28 auf 19K. So, und auch hier müsst ihr wieder was beachten. Leider, wenn ihr jetzt so einen Motor verbauen möchtet, müsst ihr den Durchmesser des Turmes ermitteln. Bedeutet, ihr messt mal hier oben rüber und dann werdet ihr feststellen, dass diese Motoren 9,5 mm im Durchmesser haben. Wenn ihr dann den Pistolengriff von G&G hernehmt und hier oben drin mal rüber messt, dann werdet ihr feststellen, dass der Durchgang standardmäßig 9,4 mm hat. Euch fehlt letztendlich 0,1 mm Durchmesser hier im oberen Bereich des Pistolengriffes. Bedeutet hier letztendlich nur hergehen, kleine Halbrundpfeile und einmal außenrum. Wirklich nur ganz kurz einmal rum, ein Zehntel weg und dann passen eben auch problemlos diese Motoren sauber rein und werden euch auch im oberen Bereich nicht irgendwie rumschwappeln oder rumwackeln letztendlich. Also auch hier wieder den Durchmesser beachten. Ist auch nur der Durchmesser vom Pistolengriff, die Aufnahme unten an der Gearbox ist deutlich größer. Also hier bekommt ihr gar keine Probleme, den Motor letztendlich zu verwenden. So, lasst uns vielleicht gleich mal ganz kurz über Motoreinstellung sprechen. Das geht bei der Gearbox ziemlich einfach. Bedeutet, ich bin dann einfach hergegangen, habe dann letztendlich nur mal das Bevel Gear installiert. Bedeutet einfach nur mal Bevel Gear rein in die Lower Gearbox. Habe dann das Ganze mit zwei Schrauben, mit dieser Schraube, einmal zusammengeschraubt. Dann kontrolliert, dass das Bevel schön leichtgängig geht, so gut wie kein Spiel mehr hat. Und dann habe ich den Motor vorinstalliert im Pistolengriff. Bedeutet, hier ist der Motor schon drin. Die Zwischenplatte bedeutet diese Stahlplatte hier nochmal, dieser Abstandshalter. Und eben auch das Gehäuseteil von der Gearbox habe ich direkt innen mit verschraubt. Und dann könnt ihr ganz easy hergehen, könnt dann zunächst mal die Motorhöhe, jetzt klebt das Bevel Gear da drin, dann könnt ihr nämlich zunächst mal die Motorhöhe euch schön anschauen. Bedeutet, ihr legt das Ganze so her, drückt es hier einmal rein und könnt dann kontrollieren, wie tief greift denn mein Pinion Gear ins Bevel rein. Da könnt ihr bei mir sehen, das greift vollständig letztendlich rein ins Kegelrad. Und gleichzeitig eben auch aufgrund des Split-Designs könnt ihr wunderschön das Zahnspiel kontrollieren. Bedeutet hier, wie gesagt, zwei Schrauben rein und dann presst ihr das Ganze einfach mit Schmackes hier oben drauf, geht hier oben in die Upper Gearbox rein und könnt dann gucken, wie viel Spiel ihr letztendlich auf dem Bevel Gear drauf habt. Und wie gesagt, hier habe ich einen ganz, ganz kleinen Hauch Luft einmal, also minimal ein kleines bisschen Zahnspiel vorhanden. Lässt sich also hier sehr, sehr leicht einmal einstellen, das Ganze. Dann lasst uns ebenfalls im Detail über das Thema Timing sprechen. Im Review vielleicht bereits gesehen oder bereits mitbekommen, das Original Sector Gear hat einen sehr großen und langgezogenen Delayer drauf, welcher das Timing nach hinten verlängert. Bedeutet, ihr könnt die Form vielleicht recht gut erkennen. Hier ist der Standard-Nocken letztendlich. Hier der Delayer also im vorderen Bereich extrem kurz, nach hinten aber sehr stark verlängert.
Denn wie auch schon angesprochen, wir haben hier natürlich keine handelsübliche Tappet Blade drin, sondern ihr habt hier oben so eine ganz, ganz kurze TP nur, wie man es zum Beispiel von einem DSG kennt. Oder vielleicht sogar noch ein bisschen kürzer wie beim DSG-System. Und dementsprechend bin ich zuerst mal hergegangen und habe meinen Standard-Delayer für diese Silverline Gears probiert, musste dann aber feststellen, dass ich vermutlich aufgrund des Timings bis zu 6 Meter pro Sekunde Schwankung drin hatte. Bedeutet, meiner Meinung nach arbeitet die Aktivbremse hier nicht ganz so schnell, bedeutet, das System wird nicht ganz so stark oder nicht ganz so schnell abgebremst wie mit anderen EFC-Systemen oder ETUs. Und dementsprechend bin ich jetzt eben auch hergegangen und habe mir nochmal einen neuen Delayer angelegt, speziell für diese SGR 556. Und auch hier könnt ihr jetzt letztendlich sehen, für dieses Silverline Gearset auch vorne ist Timing Standard gelassen, bedeutet die Tappet Plate öffnet standardmäßig, wird aber dann nach hinten weiterhin verlängert. Und dementsprechend greift jetzt eben oder öffnet jetzt die Tappet Plate ebenfalls etwas später wie mit dem Standard-Delayer für die Silverline Gears. Das Ganze können wir uns jetzt nochmal ganz kurz anschauen. Muss bloß aufpassen, dass ich hier nicht auf die Flosse drauf drücke. Bedeutet, wenn wir das Ganze jetzt mal drehen, dann können wir eben sehen, jetzt da fängt das Ganze an zu catchen. Und ihr könnt sehen, hier haben wir eben Richtung Pisten, haben wir noch circa drei Zähne Platz. Also genauso wie beim Original Sector Gear letztendlich auch. So, dann spinnen wir das Ganze und dann seht ihr, dass wir bereits hier, wo jetzt letztendlich das Sector Gear in den Pisten reingreift hier oben. Hier sind wir jetzt bereits mit der Tappet Plate vollständig aufgezogen. Also komplett auf Anschlag hinten. So, und dann haben wir eben nur sehr wenig Spielraum. Bedeutet, die Tappet Plate löst bereits ab dem halben Weg von, hier löst sie jetzt wieder. Also ab dem halben Weg circa vom Pisten fährt die Tappet Plate bereits wieder nach vorne. Bedeutet ebenfalls, wir haben jetzt hier schon ein relativ einen langen Zeitraum, wie die Tappet Plate hinten gehalten wird. Wir könnten aber sogar, sollte es vielleicht mit 0,4 Gramm zu Problemen kommen, könnten wir sogar den Delayer nochmal um 2 mm nach hinten erweitern. Ich bin jetzt von der mittleren Achse bei 145 Grad. Bedeutet, ich könnte hier locker, sage ich mal, auf 155 Grad den Delayer noch einmal rumziehen. Ich denke aber, die Länge von 10,8 mm langt hier jetzt vollkommen aus. Solltet ihr ebenfalls so einen Delayer euch drucken wollen und ihr seid Mitglied auf Patreon, dann findet ihr selbstverständlich den Download-Link für die 3D-Datei wieder unten letztendlich unter diesem Video auf Patreon verlinkt. Dann könnt ihr euch selber drucken oder vielleicht sogar noch ein kleines bisschen modifizieren. Hier also ganz, ganz wichtig, ihr müsst mit einem Delayer arbeiten aufgrund der kurzen Flosse von der Tappet Plate und ebenfalls ganz wichtig, ihr müsst das Timing nach hinten verlängern, auf keinen Fall nach vorne den Delayer rumziehen. Und abschließend bei der Lower Gearbox ebenfalls noch ein erweiterter Punkt zum Thema Abzug anpassen oder Hairtrigger. Habe ich euch ja im Review angesprochen. Ich habe hier ein Preview-Modell und alle Funktionen sind deaktiviert. Bedeutet, ihr könnt letztendlich dann später, wenn ihr euch das Modell irgendwann mal kauft, könnt ihr den Abzug hier über diese 3 Sensoren einstellen. Bedeutet, ihr könnt auch sehr weit vorne triggern. Das ist bei meinem Modell leider nicht möglich. Jetzt dachte ich mir, okay, bist ein schlauer Fuchs, klebst dir einfach hier unten auf den Abzug wieder vielleicht so ein kleines Stückchen Kunststoff drauf in schwarz, so 1,5 mm, damit ich einfach mit dem Abzug etwas schneller über den TR3-Sensor hinwegfahren kann. Auch dann müsste natürlich logischerweise der Abzug weiter im vorderen Bereich kommen. So, jetzt muss ich euch leider sagen, das Ganze funktioniert nicht, denn sobald einer dieser Sensoren den Abzug beim Anstecken des Akkus erkennt, aktiviert die ETU nicht mehr. Bedeutet, der Abzug oder diese 3 Sensoren müssen beim Anstecken des Akkus frei sein. Ansonsten, wie gesagt, ansonsten funktioniert die ganze ETU leider nicht mehr. Gut Leute, und dann geht's weiter mit der Upper Gearbox und auch hier habe ich euch im Review angesprochen, ich bin mir absolut nicht sicher oder unschlüssig, wie viel Energie diese Gearbox auf Dauer wegstecken kann. Gerade vom Schützen aus auf der rechten Seite, dieser dünne Steg hier,
bereitet mir ein klein wenig Kopfzerbrechen. Wir haben hier zwar einen kleinen Radius drin, aber wenn wir uns das Teil einfach von innen mal anschauen, die Last verteilt sich jetzt nicht in die gesamte Fläche vorne rein, sondern wirklich nur hier in diesen Halbkreis kann man es eigentlich nennen. Jetzt haben wir zwar hier vorne noch einen Radius drin, aber wie gesagt, ich bin mir da absolut unschlüssig, ob das auf Dauer einfach, auf Dauer gut geht. Dementsprechend habe ich mir auch hier meine Gedanken gemacht, was könnte ich denn jetzt noch machen, um die Gearbox einfach ein kleines bisschen zu entlasten, um eben diesen Prellschlag vom Pistonhead ein bisschen rauszubekommen. Jetzt haben wir natürlich bei dem Modell einen relativ speziellen Zylinderhead drin. Bedeutet, was heißt relativ speziell nicht? Er ist letztendlich Standard V2, aber mit einem kurzen Stutzen vorne für die Nozzle. Bedeutet Österreicher, Schweizer, Niederländer, Franzosen, ihr könntet jetzt natürlich hergehen, könnt einen ganz normalen V2-Zylinder-Head verwenden, vielleicht mit einer Pufferfläche vorne drin, mit einem großen Sorbo hinten drauf und müsst dann letztendlich nur vorne die Aufnahme für die Nozzle auf die entsprechende Länge kürzen. Jetzt bin ich mir natürlich auch nicht schlüssig, ob das jetzt ein Zylinderhead, waffenrelevantes Teil in Deutschland, normalerweise schon, denn es ist in der Gearbox verbaut. Dementsprechend müssen wir wieder aufpassen, wegen Bearbeitung. Dürfen wir also nicht. So, was machen wir jetzt? Ich bin jetzt einfach mal hergegangen und habe den Original-Zylinderhead hinten am Sorbo-Pad plan abgeschliffen mit dem Schleifpapier. Denn letztendlich dieses Sorbo-Pad oder dieses Gummipad, was G&G hier hinten drauf baut, ist wirklich nur 1 mm stark und unheimlich hart. Bedeutet, hätten es da einfach Aluglassen oder Kunststoffglassen, wäre der Aufprall genauso hart gewesen. Jetzt bin ich hergegangen, habe hier hinten eben das Sorbo-Pad ein bisschen plan, einfach kurz den Zylinderhead über ein Schleifpapier ganz leicht ein bisschen drüber gezogen, dass er schön aufgeraut wird und dass er schön plan hinten ist. Dann einfach nur von Begadi so ein AEG Sorbo-Pad hinten drauf geklebt mit 2 mm. Da habe ich jetzt heute mit der Originalfeder mal 8 Magazine durchgelassen und es sieht bis jetzt noch wirklich gut aus. Mir hat es jetzt zwar hier außen ganz leicht dieses Klebepad da ein bisschen rausgezogen, aber das Ding hält immer noch bombenfest drauf. Also hier, das löst sich absolut nicht und ist nicht irgendwie bis jetzt irgendwie eingerissen. Ja, wie gesagt, sind nur 8 Magazine, ist nicht wirklich viel. Müssen wir mal gucken, wie sich das Ganze auf Dauer verhält. Aber gerade was den Klang angeht, hört sich das Ding jetzt deutlich dumpfer an. Bedeutet, ihr habt jetzt nicht dieses laute, schepprige Aufprall-Geräusch oder halt diesen Prellschlag, sondern das Ganze wird jetzt einfach deutlich dumpfer vom Aufprall, da eben die Energie vom Pistonhead erstmal in das Sorbo reingeht und daher das eben nur 50 Shore hat, wird das Ganze eben schön erstmal zusammengepresst. Bedeutet, die Last kommt nicht schlagartig auf die Gearbox drauf, sondern ein bisschen langsamer einfach. Dementsprechend, wie gesagt, ich gucke mal, wie sich das Ganze auf Dauer verhält. Hier auf jeden Fall mal ein Sorbo aufgeklebt mit 2 mm. Und jetzt haben wir natürlich das nächste Problem. Jetzt müssen wir gucken, aufgrund des Sorbo-Pads kommt natürlich auch der Piston weiter hinter. Der Originalpiston von G&G ist eigentlich gar nicht verkehrt, ist ein saumäßig guter Piston, hat aber halt keine 14,5 Zähne, sondern 15 Zähne. Daher ich gleichzeitig auch einen besseren Pistonhead verwenden möchte, komme ich hier mit dem AOE einfach ein bisschen zu weit nach hinten. Bedeutet, hier langt mir der Originalpiston ganz, ganz knapp nicht mehr aus. Bedeutet, ich schleife oder rutsche hier hinten bereits oder greife hier hinten bereits ganz strange in diesen Zahn rein. Bedeutet, möchtet ihr auch so eine Kombination verwenden mit einem besseren oder etwas längerem Pistonhead mit 2 Ohrringen in Kombination gleichzeitig mit einem langen Sorbo-Pad, dann seid ihr darauf angewiesen, ebenfalls einen Piston mit 14,5 Zähne zu verwenden. Bedeutet, auch dieser Zahn hier beim G&G Piston muss nochmal um 50% reduziert sein, wie zum Beispiel bei diesem hier. Welchen ihr da nehmt, ist euch überlassen. Nehmt so einen hier oder nehmt einen Retro, scheißegal. Letztendlich alle von der Haltbarkeit her und vom Material gleich. Die schenken sich alle nichts. Nur eben zu beachten, die Zahnreihe unten. So, und dann wie gesagt, der Original Pistonhead hat leider nicht ganz gut abgedichtet. Im Review habt ihr gesehen, bläst langsam ab. Jetzt hätte man natürlich auch einfach hergehen können, wer Geld sparen möchte, macht einfach den Original-O-Ring runter und macht einen besseren drauf. Dann könnt ihr das System genauso 1:1 betreiben.
So, und gleichzeitig, da ich aber natürlich mehr Volumen drin haben möchte, gehe ich natürlich auf einen geschlossenen Zylinder. Und daher wir mit einem geschlossenen Zylinder für die Lauflänge von 330 mm jetzt natürlich sehr viel Volumen haben, können wir natürlich auch problemlos hergehen, ein Sorbopad noch mit reinknöllen, so einen großen Pistenhead noch mit reinknöllen und dennoch langt uns das Volumen mehr als aus. Also hier, wie gesagt, komplett geschlossener Zylinder ohne Volumenreduzierung, eben auch für 0,32 und 0,36 Gramm BBs. Und wenn wir uns das Ganze jetzt eben mal anschauen, dann pressen wir einfach den Zylinderhead hier vorne mal schön in den Zylinder rein, der sitzt sauber drin und der dichtet sofort ab. Bedeutet, sobald von hinten ein kleines bisschen Kompression kommt, seht ihr das, der O-Ring oder dieser komische X-Ring, der dehnt sich sofort aus und das Ganze dichtet hervorragend ab. Also hier, was die Kompression angeht, deutlich besser wie original. Ich kann euch das Ganze nochmal testen, wenn wir das Ganze mal mit dem Originalsystem uns anschauen. Merkt, seht ihr das? Ja, der dehnt sich aus und der Druck wird aufgebaut, aber er bläst halt einfach ab. Bedeutet, je schwerer ihr geht von euren Kugeln, desto mehr Auswirkung hat dieses Abblasen, da euch einfach Volumen verloren geht. Wie gesagt, wollt ihr günstig bleiben, vielleicht irgendwann mal einen besseren O-Ring drauf machen, gibt es gar nichts zu maulen, Pisten könnt ihr drin lassen, ist super und haltbar. Wenn ihr gleich mehr Volumen haben möchtet und gleich alles machen möchtet, wie gesagt, Sorbopad aufgrund der Gearbox-Shell, um zu schonen, gleichzeitig wird der Klang besser und eben den besseren Pistenheads verwenden, wo einfach bereits ein sehr guter O-Ring drauf ist, damit das Zeug sauber abdichtet. Nehmt jetzt bitte kein Pistenhead, irgendwie so ein, ja, keine Ahnung, so irgendwie so ein SHS, beziehungsweise keinen aus Alu, der eine sehr große Aluminiumfläche hat vorne. Ansonsten wird euch diese Aluminiumfläche im Pisten innen drin scheuern. Wenn ihr einen aus Alu möchtet, schaut, dass ihr einen verwendet mit 2 O-Ringen, damit einfach dieser kleine Mini-O-Ring hier vorne letztendlich nicht für die Abdichtung da ist, sondern der liegt letztendlich an der Zylinderwandung auf, damit hier das Aluminium letztendlich nicht irgendwie innen drin am Edelstahl entlang schleifen und entlang scheuern kann. Wie gesagt, hier dichtet das Ganze sauber ab und der Piston läuft auch wunderbar und 1A letztendlich in dieser Original G&G Gearbox. Ja, wie gesagt, wieder ein bisschen Geld, 14 Euro, glaube ich, hat mich der Piston gekostet. Gut, Pistenhead hatte ich noch da, Zylinderhead hatte ich noch da und das Sorbopad, weiß ich gar nicht, muss ich auf die Rechnung gucken. Ich glaube 2 oder 3 Euro hat das Zeug kostet. Also nicht so teuer. So, und dann der nächste Punkt, da werden wir jetzt dann gleich beim Hop-Up-System nochmal drauf zu sprechen kommen. Denn hier gibt es gerade, was das Bucking angeht, extreme Unterschiede. Wie gesagt, kommen wir gleich dazu. Zunächst aber noch die Kombination Nozzle ist natürlich alles gleich geblieben. Wir haben hier nicht die Möglichkeit, jetzt irgendwie um ein kleines bisschen eine längere Nozzle zu verbauen oder eine andere Tabbert Plate. Bedeutet, wir müssen natürlich bei diesem System mit den Teilen arbeiten, die wir haben. So, und da bin ich jetzt letztendlich nur hergegangen und habe mir hier vorne in die Tabbert Plate, hier wo diese Feder drin läuft, da habe ich mir richtig dick, könnt ihr vielleicht sehen, da habe ich mir richtig dick ein bisschen Küchenkrepp reingestopft. Und zwar nicht wenig, also bedeutet, das Loch ist bis zur Hälfte wahrscheinlich jetzt innen drin mit Küchenkrepp gefüllt, so circa 3 mm, damit die Feder von der Tabbert Plate noch ein bisschen mehr Spannung oder ein bisschen mehr Zug drauf bekommt. Denn auch hier, wenn die Nozzle in der vorderen Position ist, bedeutet am Hopper-Bucking dann später anliegt, dann sitzt das ganze System relativ schwach vorne drin. Bedeutet, wenn man das mit Standardsystemen mal vergleicht, mit Standard-Tabbert Plates, da hat man auf der Nozzle einfach ein bisschen mehr Zug. Und wenn ihr hier einfach nochmal 3 mm Material reinstopft, ihr könnt auch Papier oder so nehmen, ist wurscht, Hauptsache ein bisschen mehr Vorspannung, dann werdet ihr merken, dass die Nozzle deutlich satter an der Dichtlippe anlegt und dadurch die Schussergebnisse nochmal etwas konstanter werden. Und wie gesagt, standardmäßig ein bisschen wenig Zug auf dieser Feder drauf. Ihr müsst euch auch keine Gedanken machen, beziehungsweise ihr könnt euch das Ganze auch mal anschauen dann, wenn ihr das auf dem Zylinderhead dann installiert. Hier müsst ihr übrigens aufpassen, ne? Die Feder ist konisch, bedeutet hinten vom Durchmesser ein bisschen größer, vorne schlank. Große Seite gehört in die Tabbert Plate und diese kleine Seite gehört hier unten in so eine ganz kleine Fräsung vom Zylinderhead rein.
weiß ich nicht, ob man das sehen kann. Da ist so eine ganz kleine Vertiefung und genau hier muss die Feder rein. Bedeutet einmal draufstecken und am besten dann, wenn sie nicht reingeht, bisschen mit dem Schraubendreher zurecht rutschen, damit die wirklich sauber in dieser kleinen Fräsung drin sitzt. So, und dann könnt ihr eben kontrollieren, falls ihr jetzt der Meinung seid, ihr habt vielleicht zu viel da vorne reingestopft, drückt einfach oder zieht einfach die ganze Tappetplate nach hinten. Und dann könnt ihr sehen, wenn ihr das Ganze mal in die Gearbox, ja genau, wenn ihr das Ganze mal in der Gearbox installiert, dann könnt ihr letztendlich hier eben kontrollieren, wenn ihr die Nozzle mal nach hinten drückt mit dem Finger oder die Tappetplate einfach mal nach hinten zieht, dann könnt ihr immer noch sehen, dass diese Feder immer noch voll gestaucht wird. Bedeutet, aufgrund des Materials hier vorne drin wird jetzt, wie soll ich sagen, ist jetzt die Feder nicht irgendwie zu lang. Bedeutet, die Tappetplate kann weiterhin ihren vollen Weg letztendlich zurücklegen. Bedeutet hier, wie gesagt, wollt ihr ein bisschen mehr Vorspannung drauf haben, einfach hier unten ein bisschen Material, irgendwas reinstopfen. So, und dann können wir auch einen Drucktest machen, jetzt einfach mal im zusammengebauten Zustand. Nozzle ist in Schussposition, ich halte sie vorne jetzt einfach mal ein bisschen zu. So, Piston kommt von hinten und ihr seht hier, sofort Abdichtung bei der kleinsten Bewegung, dichtet der Pistonhead bereits ab. So, dann rammert ihr mal rein und ja, ihr könnt, na, das dichtet es hervorragend ab. Also hier, wie gesagt, kein Druckverlust, keine Volumenreduzierung aufgrund des Pistonheads jetzt. Bedeutet, ihr könnt jetzt in dem System das volle Volumen letztendlich nutzen. Kommen wir abschließend zum Thema Hop-Up-System und auch hier im Review bereits angesprochen, das Originalsystem, so wie die Knifte kommt, wirklich klasse, können wir nicht meckern, nur eben für schwerer wie 0,28 Gramm BBs leider ja nicht ausreichend. Bereits bei 0,3 Gramm müsst ihr quasi aufgrund der kleinen Patchfläche des G&G-Backings müsst ihr bereits Hop-Up auf Maximum hochschrauben. Ansonsten langt euch leider der Druckaufbau aufgrund der Patchfläche nicht aus. So, da ich ganz gern 0,3 oder 0,32 Gramm BBs eben spielen möchte, habe ich jetzt unterschiedliche Kombinationen mal getestet und musste leider Gravierendes feststellen. Bedeutet, ich bin zunächst mal hergegangen, jetzt habt ihr das gerade mitbekommen, Pistonhead dichtet sauber ab, wir haben mehr Volumen in dem System drin, die Nozzle drückt aufgrund der Vorspannung der Feder etwas stärker gegen das Bucking und dennoch war ich mit der Energie, mit dem Original G&G Bucking gerade einmal geringfügig höher wie out of the box. Bedeutet im Review gesehen, so wie die Knifte gekommen ist, mit 0,3 Gramm BBs, so um die 1,45 Joule. So, jetzt habe ich eben das Ganze optimiert gehabt, gekront, jetzt war ich gerade mal bei 1,55. Also nur minimalst höher. Da dachte ich mir, das kann ja eigentlich nicht sein, wenn wir jetzt mehr Volumen drin haben und alles besser abgedichtet haben, dann sollten wir eigentlich schon noch auch mit der Originalfeder vielleicht ein kleines bisschen höher kommen. So, jetzt bin ich natürlich hergegangen, habe dann erstmal so dieses Begadi Fly 5 und MAG mal durchgekront und mal getestet und musste dann feststellen, die Energie ist auch nicht wirklich höher. Bedeutet gleichbleibend eigentlich und auch mit oder ohne Hop hat keinen Unterschied gemacht. So, und das hat mich jetzt ein bisschen stutzig gemacht, denn jetzt bin ich hergegangen und habe letztendlich mal dieses SHP oder dieses HPA-Bucking von Begadi mal getestet. Und es hat ja im Vergleich zu den anderen, hat es ja ein bisschen eine engere Dichtlippe hinten. Und auch hier ist die Dichtlippe von dem SHP hinten sogar noch mal ein bisschen enger und dicker wie beim Original G&G Bucking. Und wenn wir uns das jetzt mal anschauen mit der originalen Nozzle, denn die Nozzle können wir natürlich nicht tauschen, dann läuft die Nozzle sehr spitz zusammen, beziehungsweise hat eine Phase vorne und da dichtet sogar dieses SHP-Bucking, dichtet sogar bei weitem besser ab wie das Originale. Bedeutet, wo ich bei den gerade gesehenen Bucking Fly und MAG und Macaron eigentlich nur 0,1 Joule höher war wie standardmäßig, obwohl wir Updates gemacht haben, komme ich jetzt mit dem SHP auf 1,62, 1,65 Joule hoch. Also eine 0,2 Joule im Vergleich mehr wie out of the box.
Bedeutet hier für euch zu merken, möchtet ihr einfach noch, ja, wirklich die perfekte Abdichtung haben, dann eignet sich eigentlich dieses HPA-Bucking oder dieses SHP-Bucking aufgrund der Dichtlippe hinten eignet sich in Kombination von der Original-Nozzle am besten. Muss ich sagen, kleines bisschen schade nur, dass ich eben jetzt mein MAG, was ich eigentlich immer recht gern verwende, dieses R-Hop, jetzt eigentlich nicht verwenden kann. Also ich könnte es schon verwenden, verliere aber dadurch halt 0,1 Joule an Energie. Und wie gesagt, ich werde jetzt mal dieses SHP drin lassen und werde euch für euch jetzt dann auch gleich anschließend mal den Chrono einblenden, denn wie gesagt, damit am höchsten von der Energie. Die Schwankung, muss ich aber dennoch sagen, die Schwankung habe ich dennoch nicht zu 100% in den Griff bekommen. Bedeutet im Regelfall eine gut laufende Airsoft oder ja, ich schaue eigentlich immer, dass ich auf eine Schwankung von ca. 1 Meter pro Sekunde komme. Und dann muss man wirklich sagen, dann dichtet das System sauber ab und ist auch konstant. So 2 Meter pro Sekunde, ja, gute schaffen gute Standardsysteme eigentlich auch, muss man sagen. Da komme ich heute leider nicht ganz ran. Bedeutet, hier könnte eventuell sogar die Nozzle von G&G nochmal ein Zehntel oder sogar 0,2 mm etwas länger sein. Wie gesagt, müssen wir mal gucken in der Zukunft, ob wir vielleicht so eine Nozzle herbekommen, die nochmal ein Zehntel länger ist. So, und dann ebenfalls noch ein Punkt, Kombination Tensioner, habe ich euch ja angesprochen im Review. Ihr bekommt hier oben problemlos 5 mm lange Tensioner einmal rein. Ich bin jetzt hergegangen und habe einfach mal dieses SHP-Bucking mit dem originalen Tensioner verwendet, beziehungsweise mit diesem hier, also mit einfach so einem Nub. Ist nicht ganz so geil, bedeutet, man muss auch hier sehr viel Hop einstellen, um überhaupt ja, Reibung drauf zu bekommen. Und dann bin ich hergegangen und habe mal diese 5 mm Tensioner probiert, einmal in einem 3 mm Durchmesser, bedeutet passend eigentlich zum Original Lever von G&G mit 3 mm und ebenfalls nochmal mit 2,5 mm. Denn was mir auch aufgefallen ist, mit der 3 mm Version kommt der Hop extrem früh. Bedeutet 0,2 Gramm BBs, müsst ihr eigentlich gar nicht drehen, stellt der Hop-Up auf 0 und ihr könnt 0,2 hoppen und für 0,3 und 0,32 Gramm BBs müsst ihr in dieser Kombination gerade mal eine Umdrehung vorne an dieser Hop-Up-Einstellschraube machen und dann ist der Hop bereits da. Kommt also sehr, sehr früh, vermutlich aufgrund dieser Rampe hier. Wollt ihr den Hop ein bisschen später haben, dann könnt ihr zwar diese 2,5 mm Version nutzen, die ist ein bisschen flacher, dadurch liegt aber der Radius nicht ganz perfekt im Lever drin, denn dieser Lever ist eigentlich für 3 mm Durchmesser ausgelegt. Und wie gesagt, ich nehme jetzt einfach diese 3 mm Variante, aber wie gesagt, der Hop kommt halt relativ früh. Bedeutet, wenn ihr es gewohnt seid, jetzt das System standardmäßig irgendwie auf der Hälfte vom Hop-Up-Weg zu spielen, dann hier aufpassen, Hop komplett auf 0 rausdrehen und von Grund auf eben neu einstellen. Wie gesagt, eine Umdrehung langt für 0,3 locker aus. Gut Leute, das soll es gewesen sein. Ich schraube die ganze Mühle wieder zusammen und blende euch einen Chronotest ein und dann machen wir nochmal Ansprechverhalten und Klangbild. Gut Leute, das soll es für heute schon wieder gewesen sein. Thema G&G G3 Split Gearbox System. Und ihr seht, auch bei dem System gibt es leider wieder ein paar kleine Punkte, die man definitiv beachten muss. Gerade Thema Zyklenzeit hätte ich eigentlich nicht erwartet, dass es hier zu Problemen kommen kann.
Bedeutet, meiner Auffassung nach ist die Aktivbremse von dem System leider nicht ganz so stark oder greift einfach nicht so stark ins System rein wie bei anderen EFCS bzw. anderen ETUs. Also beachten, wollt ihr euch so eine Knifte gönnen oder habt ihr vielleicht sogar schon eine und ihr wollt schneller gehen, ja, dann geht ihr auf ein 13.1er Gearset, es funktioniert, übertreibt es aber nicht vom Motor. Denn wie gesagt, da seid ihr wirklich zum Beispiel mit dem Ifrit 25K und 13.1, das ist schon wirklich hart an der Grenze. Da wenn der von der Federspannung zu weit runter geht, dann überdreht euch das System kontinuierlich und die ETU bringt eine Fehlermeldung. Also wie gesagt, so Kombination 13.1 plus Ifrit, wenn dann ja nur mit, sage ich mal, ab M110, M120 aufwärts. Spielt ihr weiter unten, vielleicht mit 1 Joule, 1,2 Joule, dann definitiv kein 13.1er Gearset reinbauen. Dann geht er halt auf einen 16.1er in Kombination von dem originalen Ifrit. Wollt ihr dann eine schönere Kombination haben, dann wäre es natürlich wie bei mir zum Beispiel auch möglich, natürlich wieder 13.1 mit einem 19K Motor, bedeutet der Motor natürlich etwas weniger Drehzahl, dadurch das System minimal ist vielleicht ein bisschen langsamer, aber gleichzeitig der Stromverbrauch geringer und das System überdreht euch eben nicht. Bedeutet, ihr könntet jetzt auch in dieser Kombination von mir aus runter auf eine M100 oder sowas und das Ding mit 1.2, 1.3 oder sowas spielen. Also wie gesagt, Thema Zyklenzeit, Aktivbremse bei diesem System definitiv zu beachten. So, was hat man noch? Gerade eben nochmal Thema Gears. Wie gesagt, im Review zu euch gesagt, ja, normale Gears kompatibel, ja, an sich schon, aber halt wieder nur, ich nenne es jetzt einfach mal Low Profile. Bedeutet genauso wie bei der G2 und G2H nicht zum Beispiel zu SHS oder sowas kompatibel, da die Gears einfach zu hoch sind. Bedeutet, ihr braucht Gears, die einfach ein kleines bisschen flacher sind am Spurgear. Und wie gesagt, diese Silverline, die passen wirklich gerade so rein. Bei mir jetzt gerade mal mit 0,1 mm geschimmt, Spurgear und dann passt das Ganze. Andere Gears werden dementsprechend nicht kompatibel sein. Auch wieder ein bisschen darauf achten. So, und jetzt abschließend noch einen kleinen Punkt, das habe ich euch gerade gezeigt. Diese Kombination, die habe ich jetzt übrigens auch noch drin. Dieses Bugatti SHP, also dieses HPA-Bucking eigentlich mit der langen Lippe und natürlich die originalen Nozzle. So, und jetzt habt ihr vielleicht im Chrono gerade gesehen, das Ganze funktioniert schon wirklich gut. Können wir nicht schimpfen, von der Schwankung her vollkommen in Ordnung. So, ich muss euch aber dennoch sagen, dass es nicht ganz perfekt ist. Warum? Bis 0,32 funktioniert das Ganze. Wir haben eine Schwankung von 1 Meter, 1,5 Meter pro Sekunde. Passt. Geht ihr aber höher vom Kugelgewicht, fängt das ganze System aktuell noch an, extrem zu schwanken. Bedeutet, bei 0,36 Gramm bin ich bereits bei einer Schwankung von 4 Meter pro Sekunde und bei 0,4 Gramm schwankt das Ding dann um 8 bis 10 Meter pro Sekunde. Also irgendwas, obwohl das Volumen passt, irgendwas passt da mit dem Übergang Nozzle zu Bucking meiner Ansicht nach immer noch nicht zu 100%. Bedeutet, es wäre vielleicht sogar noch geiler, eine Nozzle zu haben, die vielleicht nochmal 0,1, 0,15 mm länger ist wie die Originale. Habe ich bis jetzt aber leider keine gefunden. Dementsprechend hier bei dem System auch wieder eine Limitierung. Nozzle-Länge muss man auch wieder ein bisschen beachten. Aber wie gesagt, für das System denke ich mal, sind 0,3, 0,32 ausreichend. Wer da 0,4 spielen will, ja gut, dann probierst es halt auf gut Deutsch. So, Klang ist sehr schön geworden. Wir können es uns jetzt mal nochmal anhören. Akku habe ich drin, glaube ich. Lasst mich nochmal kurz gucken. Ja, Akku ist drin. 11.1er, dieser Compact Triple Stick, den ich auch im Review euch gezeigt habe. Und ich nehme 0,3 Gramm BBs. Audioaufnahme einmal wieder direkt am Schützen übers Ansteckmikrofon und einmal vorne übers Richtmikrofon an der Mündung vorne. Also hören wir sie uns an. So, und leer ist sie, oder? Ja, leer. Ach, Bolt Catch. Ha, ganz vergessen. Funktioniert ja. Nee, also Klangbild ist in Ordnung.
Können wir gar nicht maulen, definitiv besser, definitiv bei weitem besser wie out of the box mit dem Standard Gearset. Aber ich finde dennoch, dass das System vom Laufverhalten dennoch nicht ganz zu anderen AR15 Modellen hinkommt, wo ich exakt die gleiche Kombination drin habe. Wie gesagt, die Motoreinstellung, es passt alles, aber dennoch empfinde ich das Modell vom Klang her, sie ist einfach dennoch ein bisschen heller. Andere Modelle haben so ein richtiges Plop, 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 Plop. Das schaffe ich hier nicht. Wie gesagt, geschimmt ist wirklich sauber, Motoreinstellung passt perfekt, aber dennoch hat man kein Kreischen, aber der Klang ist einfach ein bisschen heller. Kann auch an der Mündung liegen, keine Ahnung. Auf jeden Fall vom Klang, wie gesagt, kommt sie nicht ganz an andere hin. Ansonsten ist es so geil. Ich finde, gerade das Gearset hat noch ein bisschen was rausgerissen vom Klangbild, vom Ansprechverhalten, vom Zyklus. Bucking müsst ihr nicht unbedingt machen. Ihr könnt das ganz normale G- und G-Bucking drin lassen, das blaue. Dann seid ihr aber halt vom Kugelgewicht wieder limitiert. Wenn ihr aber höher gehen wollt, eben 0,3, 0,32, dann aufpassen, geht im besten Fall auf dieses SHP. Denn ihr habt es auch im Chrono gesehen, die Energie liegt mit dem SHP von Begadi 0,15 bis 0,2 Joule höher wie mit den anderen Buckings. Bedeutet diese Standard Begadi Buckings zum Beispiel oder Maple Leaf Buckings, Macaron, Fly 5, MAG 5 und Original G und G Buckings gehen von der Energie weiter runter. Bedeutet nur mit dem SHP komme ich von der Energie höher. Mit allen anderen Buckings fällt sie wieder ab oder bleibt sie von der Energie konstant wie out of the box. Feder wurde natürlich nichts dran geändert, ist immer noch original. Gut Leute, das soll es gewesen sein. Abschließend noch ein paar technische Ergänzungen zu diesem G&G G3 System. Wollt ihr auch noch irgendwas ergänzen oder habt ihr Fragen? Ihr wisst Bescheid, haut es einfach unten ins Kommentarfeld rein. Wenn euch das Video gefallen hat, Like, Abo und vielleicht eine Mitgliedschaft auf Patreon dalassen. Ich würde mich natürlich wieder mega drüber freuen. Und wir sehen uns dann nächste Woche, hoffentlich, wenn ich Lust habe, zum kleinen Review. Bis dahin, haut rein.